Unternehmenskultur kann man nicht steuern. Die ist da. Na, und die ist eben die Summe aller Erfahrungen, die gemacht wurden. Also sobald Menschen aufeinandertreffen, fließen Erfahrungen, werden Erlebnisse geteilt. Hier, das war so die Pitch-Phase, dann haben alle Ja gesagt, tolle Sachen. Und narrative Intelligenz bedeutet, dass eine Organisation sich dessen bewusst ist und diese Kraft, die in diesen ganzen Erzählungen liegt, das ganze Wissen, die Werte, die Identität, der Sinn, da ist so viel zu heben und narrativ intelligente Organisationen wissen um diesen Schatz und nutzen ihn. Also da tut sich schon was, aber vielleicht sind wir mit in Aktanz gehen oder auch alle wir, die narrativ arbeiten, ein bisschen der Zeit voraus, glaube ich. Christine, herzlich willkommen bei Futuring Changemakers. Christine, für die dich nicht kennen, wie würdest du dich vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Ja, hi Patrick, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast für ein ganz spannendes Gespräch. Was mache ich? Ich bin narrative Organisationsberaterin, ein sperriges Wort, aber Ja. eigentlich mit relativ wenig Sperrigkeit dahinter. Ich arbeite mit Erzählungen, mit Erfahrungen, mit Geschichten, mit allem, was so in Unternehmen dauernd da ist, aber meistens nicht gesehen wird. Ja, also mit allen rund um Geschichten, Stories zuhören Ja. und erzählen. Ja, jetzt hast du ja den Kontext gesetzt, Unternehmenskontext. Wieso sind Geschichten in Unternehmen so wichtig? Ich würde ja quasi genau diesen Bereich mal so klassifizieren. Die kommen locker ohne Geschichten aus. Wieso ist das der Kontext, in dem du arbeitest, und welchen Benefit bringst du da, respektive welche Painpoints kannst du da lösen? Ich gebe dir da völlig recht. Also viele im Unternehmen, also würden sich wünschen, dass man ohne diesen Geschichten auskommt, so der Homo economicus, der also nur rational entscheidet und vollkommen auf Zahlen, Daten, Fakten reagiert. Schön wär's, ne? Aber in Wirklichkeit ist halt, Thomas Gottschall hat uns mal Storytelling Animal genannt. Und also man weiß mittlerweile aus der Neurophysiologie und aus der Soziologie und aus der Psychologie, dass wir Menschen einfach erzählende Wesen sind und uns wirklich die ganze Welt einander erzählen und uns selbst erzählen. Und natürlich ist in Organisationen das genau das gleiche Prinzip, weil wo Menschen aufeinandertreffen, wird erzählt, ne? Und die alles Mögliche an Informationen und an Werten und an Normen und Glaubenssätzen über Geschichten und Erzählungen weitergegeben. Ja. Deswegen ist es so, deswegen ist es so, dass es eben in Unternehmen total relevant ist, diese Geschichten zu betrachten. Und du hattest nach einem Pain Point gefragt. Soll ich? Ja, Der unbedingt. Pain. Der Benefit oder Pain Points, weil sich gegenseitig in Unternehmen Geschichten zu erzählen, das hört sich schon schön an, aber was bleibt am Ende des Tages? Habe ich da was davon im Unternehmen? Also ich habe vor 25 Jahren angefangen als Freelancer und da war ich genau mit so einer Reaktion konfrontiert. Ja, also Sie sind dann die Märchenerzählerin oder wie? Und das war schon anfangs ein steiniger Weg. Also die Anfänge, die immer noch oder sogar noch wichtiger werden mit den Babyboomern, die in Rente gehen, die haben so unendlich viel Erfahrungswissen und du kannst das nicht einfach so irgendwo hinschreiben, was die Leute so an Berufserfahrung gesammelt haben. Das ist so ein ganz konkreter Benefit, wenn du mit Geschichten arbeitest, mit Erzählungen sammeln arbeitest. Ähm, und da fängt schon das Missverständnis an. Wir gehen nicht ins Unternehmen und erzählen Geschichten, sondern wir sammeln Geschichten und gucken halt, was da an Werten, an Wissen, an Regeln, an allem Möglichen, was so unsichtbar ist und eben nur über diese Erzählungen tradiert wird, zu heben ist und nutzbar zu machen ist. Und Stichwort Babyboomer, da ist eben ganz, 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 ganz viel wirklich hochkritisches Erfahrungswissen am in Rente gehen mit den Menschen, die in Rente gehen. Und wenn du die erzählen lässt von ihren Highlights und Lowlights, also von ihren gelungenen oder misslungenen Projekten in der Berufsbiografie, dann kannst du jede Menge Erfahrungen nutzbar machen für die Organisation. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Benefit von diesem narrativen Arbeiten, Unsichtbares sichtbar zu machen, zum Beispiel Erfahrungswissen.
Ja, ja. Erfahrungswissen ist das eine. Man kann natürlich mit Geschichten auch im Bereich Marketing arbeiten, aber das wäre dann eine komplett andere Schiene. Darum geht's heute nicht, sondern um andere Dinge, wie Kultur, Erfahrungswissen. Was gibt es noch, wo man mit Geschichten ja, Geschichten, das hört sich, ich finde, Geschichten ist vielleicht so ein bisschen irreführend. Man hebt ja sehr oft Erlebnisse oder persönliche Perspektiven und die haben manchmal die Form einer Geschichte. Aber das ist eben keine gute Nachtgeschichte oder eine Heldengeschichte, sondern das fühlt sich auch anders an. Das sind persönliche Erlebnisse und Erfahrungen. Das mal ganz, also, und du grätschst jederzeit rein, wenn du findest, jetzt erzähle ich totalen Quatsch. Im Also, Gegenteil. Patrick, ich bin dir total dankbar für diese Klärung, weil das Storytelling, was wir ja alle kennen, weil es so groß wurde hauptsächlich im Marketing, das suggeriert genau das, was eben auch mit der Märchenerzählerin oder mit diesem Geschichtenerzählen konnotiert ist, dass man irgendwie etwas von sich gibt, eine Geschichte mit Happy End oder wie auch immer. Nee, das ist das Storytelling und aber unsere Erfahrung als Organisationsentwickler ist, dass du nicht Geschichten erzählen kannst ohne Zuhören. Also kein Erzählen ohne Zuhören. Und das heißt, wir gehen immer mit narrativen Methoden in die Organisationen aus dem Feld Story Listening. Also erstmal sozusagen zu gucken, was sind da überhaupt für Erzählungen? Danke das ist besser als Geschichten zu sagen. Was sind da für Erzählungen, die erzählen, wie ist unsere Kultur, wie ist unsere Identität, welche Werte steuern unser Verhalten, an was glauben wir, wenn es um Zukunft geht, und welche Erfahrungen teilen wir miteinander. Also das sind alles diese Erzählungen, die wir kennen müssen, um egal was im Unternehmen zu machen. Also jede Transformation, jeder Wandel ist ein Blindflug, wenn du nicht weißt, was die Menschen, auf was für Glaubenssätzen die sozusagen sich berufen. Und deswegen erst Story Listening und dann Storytelling. Dann kommt die Change Story oder die anderen Kommunikate wie beim Marketing, die eben dann damit arbeiten, irgendeine Veränderung zu begleiten. ja, ja. Also geht es mal in der ersten Phase darum, Erfahrungswissen zu heben, oder Kulturwissen, oder Dinge, über die man vielleicht im Unternehmen nicht spricht, die aber entscheidend sind, weil sich die Leute mit ihren Entscheidungen so quasi inoffiziell daran ausrichten. Also das sind solche Dinge, die ihr hebt, mit unterschiedlichsten Instrumenten. Und sobald wir dann mit dem Story Listening einfach so ein Bild haben, was sind da für Erfahrungen? Geht da letztlich um Erfahrungen. Also die Erzählungen sind eben auch noch wirklich nicht in der Nähe von Geschichten, wie wir es alle so denken, im Sinne von als Kunstform oder als Kommunikat, sondern Erzählungen sind das Kommunikationsformat, womit wir einander unsere Erfahrungen mitteilen. Und wenn ich die gut kenne von einem Team oder einer gesamten Organisation oder auch im Coaching von einer Einzelperson, dann habe ich eine größere Chance zu verstehen, in einen Resonanzraum zu treten und durch dieses Story Listening und die Resonanz, die dadurch entsteht, kann ich dann eben besser begleiten, als wenn ich, jetzt sage ich es mal provokant, nur Storytelling mache, im Sinne von, dass ich eine Change Story oder eine Marketing Story schreibe, die im besten Fall cool ist und gut ist und sich toll anhört, aber die allermeistens, also ich habe noch keine erlebt, die anschlussfähig ist an die gelebten und erfahrenen Erlebnisse der Menschen, die sie eigentlich bewegen soll oder zu etwas bewegen soll. Also die Anschlussfähigkeit ist ein ganz wichtiges Wort. Ja, absolut. Aus meiner persönlichen Erfahrung in der Arbeit mit Unternehmen weiß ich, und ich habe mittlerweile schon viele Change-Geschichten gemacht. Das ist dann so eine Art Heldenreise. Wieso müssen wir uns bewegen, verändern? Wieso diese neue Strategie? Welche Probleme kommen auf uns zu? Wohin wollen wir? Was ist dann die neue Welt? So, und da kann man ja mit Geschichten dieses Abstrakte sehr konkret machen, so dass die Leute verstehen, weshalb bewegen wir uns, weshalb verändern wir uns. Aber ehrlich gesagt, das ist ja noch, also das macht noch nicht die Miete.
wenn eine Organisation nicht versteht, wie die Leute ticken, weil ja auch nie gefragt wird, wie tickt ihr, welche Ängste sind da, dann kannst du eben auch mit einer guten Heldengeschichte, mit einer guten Veränderungsgeschichte eigentlich nicht so viel bewegen. Also es ist immer noch besser als gar nichts machen, weil es macht das Abstrakte konkret, aber ohne fundiertes Wissen, wie die Leute ticken, was sie bewegt, was die Organisation bewegt, werden einfach solche Kommunikate, ja, ist dann mehr Make-up als wirklich Essenz. Meine Erfahrung, Absolut. ja. Da bin ich ganz bei dir. Und um es noch komplizierter zu machen, es, Nein. nein, aber du sagtest gerade, weil man ja auch nie fragt, ne, Ja, was die Leute für Erfahrungen haben. Und das Dilemma, warum wir eben narrative Organisationsberatung machen, ist, dass unsere Erfahrung ist, dass Fragen genau einen Antwortraum öffnet, von hier nach hier, und links und rechts daneben sind halt alle möglichen Antworten nicht mehr in dem Antwortraum, sondern ich krieg halt eine Antwort auf eine Frage. Und deswegen ist das Story Listening so wichtig, also das Zuhören, ohne Fragen zu stellen und die Erfahrungen wirklich einzuladen, weil dann kann ich eben Sachen entdecken, die ja, die unsichtbar sind, also die sozusagen auf einer tieferen Ebene das Verhalten steuern und die Glaubenssätze ausmachen. Also vielleicht ein kleines Beispiel oder so. ja, bitte, Ja, gerne, also wir gerne. haben narrative Interviews gemacht in einem Unternehmen vor ein paar Jahren, wo wir beauftragt wurden, weil die Führungskräfte gemeint haben, unsere Mitarbeitenden gehen einfach nicht mit, egal was wir versuchen. Wir müssen uns verändern, unsere Produkte, wir müssen neue Innovationen auf den Markt werfen, wir müssen unsere Teams verkleinern, wir müssen neue Aufgaben vergeben und wir kriegen überall Widerstand. Also die wollen sich einfach nicht verändern. Und dann, und wir machen so tolle, wir haben so viel schon an Geld ausgegeben für die Change Story und in Workshops haben wir die Leute geschickt und wirklich uns bemüht, einen guten Transformationsprozess aufzusetzen. Ganz viel Kommunikation, ganz viel Information und trotzdem machen sie nicht mit. Und dann haben wir narrative Interviews geführt. Und da muss man wissen, das ist eben kein Interview, wo Fragen gestellt werden, sondern das ist eine Zuhörsituation, wo wir die Leute einfach bitten, vom ersten Tag im Unternehmen bis heute ähm, zu erzählen, was alles passiert ist. Und im Idealfall stellen wir nur eine einzige Frage und dann, und dann, na, so geht das Interview. Natürlich musst du ab und zu ein bisschen nachfragen in konkrete Erlebnisse, die erzählt werden, was genau da passiert ist. Aber du stellst keine einzige thematische Frage. Und dann haben wir das ausgewertet und festgestellt, dass bei diesen 20 Interviews alle aus verschiedensten Hierarchiestufen, Zugehörigkeitszeiten, Männer wie Frauen, alt, jung, erzählt haben, ja, dann kam mal diese eine Innovationsidee und da sind wir eine Weile, haben uns echt angestrengt in dem Projekt, aber es ist dann nie zu Ende gemacht worden. Ich weiß gar nicht, warum das aufgehört hat, aber ich habe davon nichts mehr gehört. Ja, und dann kam der neue Chef letztens hat eben eine neue Idee gehabt, aber irgendwie habe ich davon auch nichts mehr gehört. Ja, und das Projekt ist gescheitert. Und das heißt, egal was jetzt konkret genannt wurde, die Erfahrung, die von allen unabhängig voneinander erzählt wurde, war, neue Projekte, Change-Prozesse, Transformation, egal was neu ist, scheitert bei uns, wird nicht durchgezogen, wird nicht verstetigt. Es ist doch kein Wunder, dass die Leute dann bei einem neuen Transformationsprozess, bei wieder einem neuen Change-Projekt sagen, ja, ja, du, ich mache da jetzt mal erstmal nur auf Halbgas, weil es wird ja eh nichts werden. Und das ist was ich meine mit unsichtbar sichtbar machen. Das ist ein tiefer Glaubenssatz, eine tiefe Erfahrung, die die Leute gemacht haben. Und wenn ich jetzt Ihnen erzähle, dass dieser Change ganz besonders gut durchdacht ist und bestimmt gelingen wird, dann ist diese Change Story nicht anschlussfähig an die Erfahrung im Feld, dass alle Change-Projekte bisher gescheitert sind. So, Ja, ne, und ja. das hätte ich auch nicht fragen können, weil das weiß man Nein. selber oft gar nicht, dass es so ist. Mhm. Ja. Oder aber, wenn man direkt gefragt wird und man ist in einem sozialen Kontext, dann gibt man ja auch eine Antwort, die diesem Kontext gerecht wird. Weil vielleicht ist man ja in einer Hierarchie, dann sagt man, ja, ja, wir sind natürlich innovativ, weil das sozial erwartet wird. Und ich liebe qualitative Interviews, weil da brauchst du vielleicht eine Frage und dann
steuern die Menschen, die interviewt werden, selber das Interview und sie haben Deutungshoheit auch über welche Themen sie erzählen wollen, wie dass sie erzählen. Also ich finde es ein großartiges Instrument. Okay, ja, alles klar. Christine, wir treffen uns ja heute, um über das hier zu reden. Dein neues Buch mit Michael Müller, der ist heute nicht dabei, aber ich hatte schon ein andermal Gelegenheit, mit ihm zu quatschen. Deshalb dachte ich, jetzt mache ich mal einen Call mit der Christine und versuche sie ein bisschen zu löchern. Um was geht es hier? In Aktanz gehen, wie man hinderliche Geschichten los wird. Ich weiß, was es bedeutet, zum Tanz zu gehen. Ist das was Ähnliches? Geht es da auch ums Tanzen? Schön, Tanz. Tatsächlich ist Aktanz ein Kunstwort oder ich glaube, es ist irgendwo einmal erwähnt worden in irgendeinem literaturwissenschaftlichen Diskurs. Aber der Michael und ich haben es nochmal neu erfunden oder gefunden beim Spazierengehen, beim Nachdenken über dieses Buch. Und der Tanz ist eine ja, Semantik, die in diesem Raum um diesen Begriff liegt. Die Toleranz, die Akzeptanz, aber auch die Aktanten, also die Kraftfelder in jeder Geschichte, also Protagonist, das Ziel, der Gegenspieler und der Helfer und so weiter. Also dieses Modell von Kraftfeldern ist in Aktanz. Resonanz ist noch ein ganz wichtiger Begriff. Ja, aber der Tanz, der ist schon deswegen total wichtig, auch als semantisches Feld, weil es uns von Anfang an darum ging zu fragen, wie können wir wieder mehr Leichtigkeit gewinnen in der Arbeitswelt oder in unseren eigenen Zugängen auf Arbeit, in der Zusammenarbeit, weil wir eben ganz oft in unseren Kundensystemen mitkriegen, wie schwer und wie belastet die Menschen sich erzählen in diesen qualitativen Interviews, wie viel da an Schwere und Ballast erzählt wird. Und das wollten wir eben mit der Aktanz, mit den Gedanken dazu mal uns anschauen und Ideen entwickeln und ausprobieren, und dann im Buch beschreiben, wie man da rauskommen kann aus dieser Schwere und wieder so ein bisschen leichter, tänzerischer, spielerischer miteinander arbeiten kann. Hast du jetzt auch schon die Gründe genannt, weshalb man sich diese Episode anschauen soll? Weil wir werden jetzt ein bisschen tiefer eintauchen. Aber ich weiß nicht genau wo. Christine, wo wollen wir anfangen? Wo müssten wir anfangen, damit wir das Buch einfacher verstehen können? Hast du vielleicht ein Praxisbeispiel, wo wir gleich andocken können? Oder wo genau würdest du hier beginnen? Ja. Tja, vielleicht, also Praxisbeispiel habe ich schon auch, aber da würden wir jetzt schon ziemlich hineinspringen, aber warum nicht? Also wir können ja einfach mal reinspringen und dann schauen, was noch Mhm, unklar mhm, ist. mhm. Wir haben in dem Buch, ich glaube, insgesamt 23 Experimente beschrieben, also verschiedene, ja, Tools will ich es ungern nennen, Methoden will ich es auch nicht nennen. Wir nennen es eben bewusst Experimente, weil aber es sind halt konkrete Anleitungen, die man als Einzelner oder als Team ausprobieren kann. Noch ein wichtiges Wort, Experimente und ausprobieren, um in Aktanz zu gehen. Und der Gedanke dahinter, der ist vielleicht ein guter Einstieg in das Buch, ist, dass wir eben keinen Handlungsplan oder keine Anleitung oder keine How-to-Do-Checkliste bauen wollten, sondern in der Aktanz dieser Gedanke so zentral wichtig ist, spielerisch sich auszuprobieren, etwas Neues auszuprobieren, Experimente zu machen, weil Experimente dürfen nämlich halt auch scheitern. Das heißt, wir bringen allein durch dieses Wort, und das ist das Fallbeispiel, das wir letztens in einem Unternehmen gearbeitet haben, wo sehr viele Mitarbeitende so Konflikte miteinander hatten, mit der Führung hatten, hohe Fluktuationen der Mitarbeitenden, dauernd krank, also hohe Krankenstände, also eine sehr, sehr große Unzufriedenheit. Und dann hatten wir in einer Workshop-Reihe den Vorschlag gemacht, also auch wieder sehr mh, insofern verspielt arbeiten, dass wir gar nicht irgendeine Lösung hineintragen, sondern einfach mit den Leuten so nach dem Story Listening, also nachdem wir ein bisschen zurückgespiegelt haben, was wir so gefunden haben, was vielleicht die Glaubenssätze sind und wo es hapern könnte. In dem Fall war das Führungsbild der Geführten
Also wie sich die Leute, die Mitarbeitenden ihre Chefs wünschen, ziemlich krass. Also da konnte eigentlich keine Führungskraft wirklich die Erwartungen erfüllen. Das haben wir halt so diskutiert mit denen, was wir da in den narrativen Interviews gefunden hatten und haben dann vorgeschlagen für 10 Wochen, dass jede Person sich ein kleines Experiment ausdenkt, wo sie ein ganz klein bisschen anders ist, als sie gestern war. So mit der Idee, wir haben dann auch mit der Wunderfrage gearbeitet, wenn Sie morgen auf Arbeit kämen und alles wäre so, wenn Sie morgen auf Arbeit kommen und alles wäre so, wie es sein soll, wie durch Zauberkraft, Mhm. woran würde man das merken? Und dann hatten wir eben eine Art Metapher oder so ein Bild von so einer idealen Zukunft. Und dann war die Frage, okay, was wollt ihr denn ausprobieren die nächsten 10 Wochen, damit wir einen ganz kleinen Schritt näher in diese Zukunft gehen? Und das war natürlich total der Gamechanger, weil wir eben nicht Maßnahmen abgeleitet haben, konkrete Handlungsempfehlungen entwickelt haben, irgendwelche Prozesse aufgesetzt haben, sondern einfach nur dazu eingeladen haben, zu spielen und auszuprobieren und diese Experimente zu machen. Und das ist ein Kerngedanke vom in Aktanz gehen. Ja. Äh, Christine, jetzt müsste ich ein bisschen ketzerisch fragen, wohlwollend ketzerisch, was bringen Experimente? Weil ich rede jetzt aus der Perspektive von vielen Unternehmen, klassischen Unternehmen, Experimente, nein danke, das kostet Geld, das ist Risiko, wir brauchen Dinge, die funktionieren, auch wenn wir wissen, es sind dieselben wie gestern und so richtig lösen tun sie unsere Probleme auch nicht, aber sorry, Experimente, das kriege ich nie durch die Geschäftsleitung und. Was bringen diese Experimente, was bringt mir Leichtigkeit? Ja, eine schöne Frage und eine ganz vertraute Angst, die man so findet im Unternehmen. Was bringen Experimente? Neue Erfahrungen. Und darum geht's halt bei der kulturellen Arbeit, dass du eigentlich die Unternehmenskultur definitiv nicht geändert bekommst durch irgendein Kommunikat. Und sei es noch so ein geniales Storytelling oder eine Ansage oder der CEO, der sich wirklich wahnsinnig viel Mühe gibt, anschlussfähig und begeisternd von der nächsten Strategie zu erzählen. Die Unternehmenskultur ist nur durch Erfahrungen zu verändern, dass die Leute wirklich, was wir vorher hatten, ne, mit dieser Erfahrung, dass alles scheitert, was neu ist, das kriegst du nur raus, wenn du die Erfahrung machst, oh, diesmal ist es nicht gescheitert. Ach, guck mal, da ist es auch nicht gescheitert. Anscheinend verändert sich unser Unternehmen und wir müssen nicht mehr immer scheitern, wenn wir was Neues machen. Also Experimente schaffen den Raum für neue Erfahrungen. Und dann, was passiert dann? Dann entstehen Erzählungen dieser Erfahrungen und der Geschichtskorpus des Unternehmens verändert sich. Und das ist Unternehmensentwicklung auf der kulturellen Ebene. Also das ist Genau. klassische Organisationsentwicklung. Und ja, die Angst ist groß, dass man ja letztlich Geld in den Sand setzt oder etwas tut, was man nicht beherrschen kann. Und jetzt bin ich dann ketzerisch gegenüber den Unternehmenslenkern, die, die tatsächlich ja eine Art Kompetenzillusion haben. Unternehmenskultur kann man nicht steuern. Die ist da. Na, und die ist eben die Summe aller Erfahrungen, die gemacht wurden. Und die Erfahrungen kriege ich nur mit durch die Erzählungen. Das heißt, ich kann entweder blind steuern oder gut informiert steuern. Und ja, die Experimente sind eine Möglichkeit, neue Erfahrungen einzuladen, sozusagen in diesen Kuddelmuddel aus Erfahrungen, die da sind, und damit zu verändern. Ja, Und ja, das ist schon mal ganz schön viel. Also ja. wir reden Oh natürlich ja. in Experimente auf der unternehmenskulturellen Seite. Ne? Die sind natürlich, ich würde niemals einem Unternehmen raten, die Drücke an der Anlage mal ein bisschen zu verändern. Das macht also einfach so ausprobiermäßig. Nein, wir reden von Verhaltensveränderungen im Zusammenspiel, in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit. Also wir reden nur über unternehmenskulturelle Experimente. Das ist, glaube Mhm. ich, schon wichtig, Ja, nochmal genau, ja, das ist einzugrenzen. wichtig. Genau, das ist nicht die Arbeit, mit dem Businessmodell zu experimentieren, Revenue Streams, sondern es geht wirklich um die Kultur,
die auch verstehen zu lernen, damit und Erfahrung zu schaffen, damit Leute quasi die Kultur, ja, das Betriebssystem der Organisation anders erzählen. Und das ist keine Top-Down-Geschichte, Nein, gell? Nein. gell. Ja, ja. Absolut, ja. Gut, dann bin ich froh, bestätigst du quasi meine eigene Erfahrung, die ich in der Arbeit mit Organisationen habe. Das sind keine Top-Down-Geschichten. Was mir auch immer wieder begegnet, dass viele Führungsverantwortliche, und ich will heute gar kein Bashing machen, ich kann das ja auch verstehen, weshalb man das nicht so gerne macht, die wollen da gar nicht wirklich unter den Teppich gucken oder das wirklich wissen, weil es nicht immer schmeichelhaft ist. Und dann ist quasi die Illusion oder die Kompetenzillusion oder die Illusion einer innovativen Firma, die ist einem dann viel näher und lieber, als dann wirklich mal unter den Teppich zu gucken, weshalb die Dinge nicht funktionieren. Ja. Und ganz ehrlich, wenn wir messbar machen könnten, was ein Problem ist natürlich im narrativen Arbeiten, aber wenn man die Summen äh, mal einander gegenüberstellt, wie viel Euro wir durch blindes Steuern und durch eben nicht unter den Teppich gucken und dann Scheitern ausgeben im Vergleich zu mal hingucken und die Unternehmenskultur sich wirklich anschauen und dann anschlussfähige Veränderung zu designen, möglichst in ko-kreativen Prozessen mit den Betroffenen, dann würden wir sehr viel mehr Geld einsparen. Aber das ist natürlich ich meine, ich möchte auch keine Führungskraft sein, weil das ist dieses Wort Kompetenzillusion, ist ja vom Kahnemann, ist ja eigentlich, ist nicht bös gemeint, sondern das ist einfach auch Teil der Sozialisierung einer Führungskraft, dass von ihr erwartet wird, dass sie Lösungen erzählt und kennt und macht und tut und steuert. Mhm. Deswegen liegt es nahe, dass man in einer lenkenden Funktion ein Modell versucht zu leben, das Input-Output getrieben ist. Und Unternehmenskultur ist aber leider, da waren wir gerade schon, überhaupt nicht so. Die ist da immer Mhm. der Gegenspieler bei solchen Mhm. Input-Output-Modellen. Mhm. Deswegen ist Absolut. es schon schlau, sie zu kennen. Gut, aber lass uns tiefer Ja, einsteigen in Aktanz. In Aktanz gehen, da geht's ja auch, so wie ich das verstanden habe, und bitte korrigieren, da geht's auch ganz stark darum, die Realität zu hinterfragen auf eine gute oder ja, wirksame Art und Weise. Was genau verstehst du da darunter oder ihr, du und Michael, was heißt das, die Realität zu hinterfragen, gerade im Kontext eines Unternehmens und der Kultur? ja. Also wenn wir mit Erfahrungen arbeiten und mit Erfahrungen, die man kennenlernt, indem man die Erzählungen sammelt, dann bist du automatisch umgeben von ganz, ganz vielen Geschichten, von ganz, ganz vielen Erlebnissen und damit von ganz, ganz vielen Wahrheiten, weil jede Person sich die Wahrheit so ein bisschen anders erzählt. Also das kann man am besten bei einem streitenden Ehepaar sehen. Oder, ne, also du hast doch das und das falsch gemacht. Nein, davor hast du doch das und das gemacht. Also diese Frage, wo eigentlich der Anfang ist von einem Konflikt. Das kennt man aus der Paarberatung und das kennt man natürlich auch aus Teamkonflikten. Und überhaupt aus allen, also ich nehme jetzt das Wort in den Mund, Konstruktionen, die wir Menschen uns machen zur Wahrheit, weil wir als Team oder als Einzelne oder als Paar erzählen uns die Welt so hin, wie wir sie halt gerade wahrnehmen in unserem Erlebnisstrom. Und der hängt davon ab, also was ich wahrnehme, hängt davon ab, was für Erfahrungen ich gemacht habe, was für Glaubenssätze ich habe, was für Sorgen oder Projektionen ich in Bezug auf die Zukunft habe, etc. pp. Und das ist immer so ein bisschen anders. Das heißt, die Wahrheit ist nicht eine Single Story, sondern sie besteht eigentlich aus der Summe von allen möglichen Multiple Stories, die ich eben durch diese ganzen Erfahrungsgeschichten sammeln kann und mir anschauen kann. Ja, und die in der Aktanz oder im narrativen Arbeiten überhaupt, versucht man halt diesen Grundgedanken, das Konstruktivistische sozusagen, ja, durch alle Interventionen, durch alle Methoden zu tragen und dann eben zum Beispiel bei einem Interview nicht zu fragen, weil dann würde ich ja auch wieder Input-Output machen. Also ich frage was, du antwortest was, sondern zuzuhören. Also einfach offene Erzählräume zu bauen. Dann kann reinkommen, was auch immer gerade Wahrheit ist für den anderen, als ein Beispiel. Und Ja, die ja. Aktanz als Haltung oder als Praxis geht eben auch davon aus, dass es
nicht eine Single Story oder eine einzige Antwort gibt, sondern dass man, da kommen wir wieder zur Leichtigkeit und zu diesem spielerisch-tänzerischen, ganz, ganz verschiedene Wege gehen kann, um, ja, irgendwo hinzukommen und dass sich das Ziel vielleicht sogar noch verändert auf dem Weg. Also, dass du einfach dieses wendige, agile letztlich in deinem Weg beibehältst. Genau. Jetzt, der Subtitel ist ja, wie man hinderliche Geschichten los wird. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es mal darum, diese unterschiedlichen Perspektiven an den Tisch zu holen und quasi, ja, jeder hat eine andere Perspektive, eine andere Wahrheit. Aus dem ergibt sich mal so, ja, eine Summe an Perspektiven und darin verstecken sich förderliche, aber auch hinderliche Narrative. Und da käme dann wieder der Profi, die Profi, die das analysiert und dann genau hinguckt und sagt, oh ja, ja, jetzt sehe ich's, weshalb die Innovation nicht so dolle klappt bei euch. Ihr habt ein Störnarrativ. Was sind Störnarrative, Christine? Bleiben wir vielleicht tatsächlich bei dem Beispiel mit der Innovation, wo wir in diesen narrativen Interviews rausgefunden haben, dass die Leute alle so in Nebensätzen ganz unbewusst, also nicht erfragt, sondern im Erzählen einfach im Erzählstrom platziert sagen, ja, das ist gescheitert da. Ich weiß auch nicht, was draus geworden ist. Keine Ahnung, wer das weitergemacht hat oder ob es überhaupt weiterging. Na, was ich vorher gesagt hatte. Das wäre ein Störnarrativ, weil das Unternehmen will ja innovieren. Also will weiter, will eine Innovation oder eine Erneuerung oder eine Veränderung platzieren. Und ein Störnarrativ ist ein Glaubenssatz, der hemmt, der schwer macht, der bremst, der Veränderung verunmöglicht oder zumindest sehr schwer macht. Also wo du so einen Ballast auf den Schultern sitzen hast. Und wenn dir deine Mitarbeiter alle die Erfahrung gemacht haben, mehrfach gemacht haben, dass Dinge nicht zu Ende geführt werden, dann ist es wahr für sie und es ist total funktional. Das ist vielleicht ein ganz wichtige Facette bei den Störnarrativen. Es ist funktional und richtig, aus Sicht der Mitarbeitenden nicht zu viel Energie in neue Projekte zu investieren. Ja, das wäre ja totale Kraftverschwendung, sich zu Ja, engagieren für was Neues. ja, ja, Aber aus Sicht des Unternehmens ist es dysfunktional, dass die Leute sich nicht engagieren. Das ja, heißt, ja. Hm. ein Störnarrativ ist nicht in sich fest ein Störnarrativ, sondern es hängt immer von der Perspektive ab. Da sind wir wieder bei der Multiple Stories. Also es gibt nicht die eine Wahrheit. Äh, die eine Sache kann für die Mitarbeitenden ein richtiger, ein wahrer Glaubenssatz sein, also ein Narrativ. Und für die Führungskräfte ist der gleiche Satz ein Störnarrativ, weil er eben Veränderung Äh, aufhält genau. oder Also verhindert. für einen Mitarbeitenden wäre dann jetzt in diesem Falle zu sagen, naja, mal halbler, also ganz langsam, das lohnt sich noch nicht zu viel Energie reinstecken, weil bei uns versanden die meisten tollen Sachen eh. Das ist ein funktionales Narrativ, weil dann guckst du, dass dein Energiehaushalt schön ausgeglichen bleibt. Ja, nicht den Kopf zu weit rausstecken, mal abwarten, zuschauen. Wer weiß. Hingegen für die Organisation ist es eine kleine Katastrophe, weil das denken jetzt alle insgeheim, aber es wurde nie wirklich ausgesprochen. Man hätte es auch wahrscheinlich nicht direkt abfragen können, gehe ich davon aus. Und das ist so das Spiel und darin muss man jetzt navigieren und quasi neue Erzählungen schaffen, beispielsweise ja mit Inaktanz gehen. Und ihr habt ja propagiert 9 Ringe der Aktanz. Und jeder Ring hat andere, ich glaube, ihr hat andere Attribute und auch andere Methoden oder Experimente. Entschuldigung, ihr redet ja von Experimenten. Genau, genau. Ja. Und bei Ring 1 ist so das Attribut Bewegung, wenn ich das richtig artikuliere. Und da hat es beispielsweise Tools dabei wie Story Circle und die Ereigniskurve. Was ist ein Story Circle und was ist eine Ereigniskurve? Also der erste Ring, da geht's genau um dieses Story Listening, ne? Also um dieses Hinhören und rausfinden, was für Narrative, was für Störnarrative gibt's für wen.
Ja, und das Story Circle ist ein Experiment oder eine Methode, aber ja, ein Experiment, nennen wir es lieber eben aufgrund dieser spielerischen Herangehensweise, wo du Menschen in einen Erzählraum bringst, also auf Deutsch Stuhlkreis zum Beispiel oder ein Jurfix, wo du das Meeting beginnst mit einem Erfahrungsaustausch. Was ist denn letzte Woche Besonderes passiert bei euch? Und dann erzählt reihum jede Person eine Erfahrung, und das ist es schon. Es ist wirklich also ganz banal, ein Austausch von Erfahrungen in einem Story Circle, in einer Runde, wo eigentlich nur eine Regel herrscht. Einer erzählt, die anderen hören zu, es wird nicht kommentiert. Nächster. Und dann hast du eine unglaubliche Perspektivenvielfalt im Raum und ein Schatz an Erfahrungen, die für Projektteams total spannend sind. Was ist denn die letzte Woche passiert oder was ist vor ein paar Jahren passiert, ne? Und dass dieses wieder, was wir gerade die ganze Zeit schon hatten, die Erfahrungen sammeln, das wäre der Story Circle, ein klassisches Experiment, was man eben einsetzen sollte, wenn man in Aktanz gehen will, also mehr Leichtigkeit wieder haben will, weniger Ballast in der Arbeit haben will, weil man natürlich die ganzen Störnarrative und Narrative so ein bisschen an die Oberfläche locken kann. Ereigniskurve ja genauso. Also das ist ein Format, wo du in einem narrativen Interview, also wo du eben nichts frägst, sondern nur zuhörst, eine Art Visualisierungshilfe hast durch diese Ereigniskurve, um demjenigen, der erzählt, ja, so ein bisschen zu helfen, so Punkte zu haben, so kleine Kreuzchen sozusagen. Da war es gut, Mhm. da war es nicht gut. Und dann Mhm. ist es natürlich leichter für denjenigen, der erzählt, sich zu orientieren im Gespräch. Ja, spannend. Können wir das schnell machen, die Ereigniskurve? Ja, Du sehr gerne. stellst mir eine Frage. Ich will mal gucken, was kann man da rausfinden? Was passiert da, wenn man in diesen Prozess geht? Ja, Hast du gerade eine gute Frage an mich? Und ich habe ganz zufällig auf ein Blatt Papier da, also und einen Stift. wunderbar. Genau, weil das bräuchtest du tatsächlich, um das visualisieren zu können. Mach doch bitte schnell mal die Matrix, die du brauchst, ist ist das eine X-Achse? Ja, glaube ich. Ja, X-Achse und Y ja. oder ist es andersrum? Genau, also wir brauchen die zwei Achsen. Einmal die Zeitachse, das ist die horizontale. Und dann einfach quer übers Bild, ja, du bist ja super. Genau, und die nach oben von der Null, vom Nullpunkt aus, die könnten wir bis +5 oder mit einem Happy Smiley ganz oben markieren. Das heißt, da sind alle Erfahrungen nach oben, die positiv sind. Je höher, desto positiver. Und nach unten das Gegenteil. Ne? Also trauriger Smiley. Je tiefer du den Punkt gleich setzt in deiner Erinnerungsarbeit, perfekt, desto negativer war für dich das Erlebnis. Und jetzt könntest du einfach mal überlegen, wie gesagt, die Ereigniskurve ist eine Erinnerungshilfe an vergangene Erlebnisse, positiver wie negativer Art. Überleg doch mal zurück in ein Projekt vor ein paar Jahren oder ein paar Monaten, was auch immer dir einfällt, wo du mal ein bisschen rausfinden willst, was gab es denn da eigentlich für Highlights und Lowlights? Also was war da aus deiner Sicht bedeutsam? Und das wäre jetzt so eine klassische Frage für eine Ereigniskurve, zurückzublicken auf ein Projekt zum Beispiel und zu gucken, was lief gut, was lief schlecht. Aber ohne, das ist die einzige Frage. Also was für Highlights und Lowlights fallen dir zu einem bestimmten Projekt Ja. ein? Und dann würde ich das jetzt quasi hier so einzeichnen. Einzelne Punkte oder eine Linie oder Das egal. macht Oder? jeder, wie er möchte. Also manche machen das, ich mache das auch ganz oft mit den Leuten, die in Rente gehen und halt, wo es ganz viel um Erfahrungswissen geht, was die nur erzählen können, weil man das nicht so einfach so kategorisiert hinschreiben kann. Und da gibt's viele, die lieber einfach kleine Kreuze malen und dann drunter eine Notiz schreiben, eine Art Überschrift, was da genau los war. Andere machen wirklich wilde Kurven. Das ist jedem selbst überlassen. Also man braucht dann so ein paar Minuten für sich selber. Bin mal gespannt, wie du das jetzt machst, Ja. während wir reden. Ich mache das mal im Schnelldurchlauf. Ich hatte vor paar Jahren ein ganz tolles Mandat für eine NGO und das hat natürlich damit begonnen, dass ich da mal ein paar Ideen gepitcht habe. Dann waren die interessiert, dann kam das vor den Vorstand, dann vor alle Mitglieder und das war dann so der erste Höhepunkt. Die haben alle Ja gesagt. Dann haben wir begonnen zu arbeiten. Die ersten Probleme sind aufgetaucht, konnten wir lösen.
dann war die Kampagne online und wir haben ganz viel mit Geschichten gearbeitet, um quasi dieses Abstrakte konkret zu machen. Und das Feedback war mega gut. Ähm, und dann irgendwie ist ein bisschen Energie raus. Ich weiß nicht mal wo. Ich hätte jetzt gesagt, nicht mal bei uns. Aber irgendwie hatte die Organisation, glaube ich, nicht die Kraft, das als ressourcenmäßig konstant zu halten, weil kommunizierst, am Markt bist, dann musst du eben regelmäßig kommunizieren, du musst regelmäßig Geschichten erzählen. Das sind keine Einmalaufschläge und dann the winner takes it all. Und irgendwie hat sich dann das ein bisschen totgelaufen und am Schluss hat noch die Geschäftsleitung gewechselt und dann war Funkstille und das hat sich für mich ein bisschen so angefühlt wie, oh, die ganze Arbeit für die Katz, das ist wieder das Gleiche, kaum wechselt die Geschäftsleitung. Neue Strategie, eine neue Sau wird durchs Dorf getrieben, neuer Change, also das kennen wir ja alle und das ist ja auch legitim, neue Leute dürfen neue Ideen bringen, aber für mich auf der anderen Seite war es halt wieder mal, ah, ah, Schön. okay. Also, hier, das war so die Pitch-Phase, dann haben alle Ja gesagt, tolle Sache, dann haben wir begonnen zu arbeiten, dann irgendwann waren die Geschichten da, Website war online, Feedback kam, toll, und dann irgendwie ist alles ein bisschen eingeschlafen und hier waren dann die Leute weg. So, das war das ist die Ereigniskurve dieses tollen Mandats, was irgendwie leider nicht so toll geendet hat. Was Cool. was kann man jetzt damit machen? Ja, also du hast ja vielleicht, ich weiß nicht, ob das dir selber aufgefallen ist, Patrick, ich fand es jetzt total cool, dir zuzuhören, weil du hast, wenn du dir nachher die Aufnahme anhörst, achte da mal drauf, ab einer gewissen Stelle hast du entschleunigt. Da hast du langsamer erzählt. Und zwar, wo du gesagt hast, irgendwann ging die Energie raus. Ich weiß gar nicht genau, wo ich es festmachen kann. Und da hast du angefangen zu erzählen, im Sinne von, ja, vielleicht ist es ja, ich weiß es nicht, ich müsste jetzt auch in die Aufnahme mit dir hören, aber du hast plötzlich also mehr erzählt zu einem Ereignis und am Anfang hast du ganz viele Ereignisse so zack, 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 zack erzählt, Mhm. ne? Pitch, Mhm. begeistert, erste Probleme gelöst. Und das heißt, erster Effekt der Ereigniskurve ist immer, und das sage ich dir jetzt nach 25 Jahren Erfahrung mit der Ereigniskurve, die Leute werden durch das Erzählen ähm, in den Bann ihrer Erinnerungen gezogen. Also nach einer Weile beginnt jede Person sich wirklich zu erinnern an das, was damals passiert war. Das ist sozusagen ein Effekt, dass wir wirklich Erzählräume bauen dadurch, die anders sind als ein Auflisten von Ereignissen, wie es am Anfang war. Das dauert ein bisschen, also bei manchen dauert es 20 Minuten, bei manchen nur 2, aber es passiert zuverlässig immer, dass die Leute wirklich in ihre Erinnerung gehen und erzählen, was passiert ist, was wahnsinnig wichtig ist, zum Beispiel um Erfahrungswissen sichtbar zu machen. Na, da waren wir jetzt schon öfters bei dem Thema. Oder mehr zu erfahren über die Unternehmenskultur. Zweiter Effekt ist, ich kann dann natürlich mit dir zusammen, nehmen wir mal an, wir haben eine Stunde narratives Interview, ähm, die Ereigniskurve nutzen als Orientierung, als Tourhilfe. Also ich kann jetzt, wenn ich dir gegenüber sitze, auf deine Ereigniskurve tippen, sozusagen an den Beginn und sagen, Patrick, da hast du so ganz kurz nur erzählt, dass ihr da einen Pitch hattet und dass ihr da total begeisterte Resonanz bekommen habt. Was genau ist denn da gewesen? Erzähl doch mal, wie war das? Ihr seid in den Raum und dann, was ist passiert? Und das heißt, Mhm. wir können einander sozusagen, das ist ein Leitfaden durch unser Gespräch, der entsteht durch die Ereigniskurve. Ja, ja. Und Und der macht wenn, halt total viel sichtbar. Stell dir das mal im Team vor. Jede Person für sich macht 5 Minuten für sich alleine. Dieses Projekt, wenn ihr mehrere gewesen wart damals, ich wette mit dir, ist auch so eine Erfahrung, jede Kurve wird ein bisschen anders sein. Und schon hast du alle Perspektiven visualisiert, sichtbar im Raum und kannst drüber sprechen, warum manche das als Lowlight sehen, während andere die gleiche Erfahrung als Highlight wahrgenommen haben, was da eigentlich ja, los ja, war. ja, ja, mega spannend. Ich habe ja natürlich auch schon damit gearbeitet. Ja, denke ich mir. Ich wollte es jetzt noch mal von der Meisterin hören, weil ich habe ja auch vor Jahren
20 Jahre, nein Quatsch. Auf jeden Fall ist es eine Weile her, seit ich die Ausbildung bei dir und Michelle gemacht habe. By Du the way, warst im ersten Jahrgang, ja, Patrick. ja, ich spiele gerne Pionier. Ja, das Nein, machst aber du ja auch, doch. es war echt eine tolle Ausbildung und das hat sich für mich auch schon längst amortisiert. Und damit meine ich das nicht nur monetär, sondern natürlich auch intellektuell, weil ich habe da so viel gelernt, habe so viele Instrumente und Methoden mitgenommen, die mir heute noch nützlich sind in der Arbeit mit Organisationen. Gerade wenn es ein bisschen knirscht und wenn man nicht so recht weiß, wo liegt es denn? Ne? Wo liegt der Hund oder der Pudel begraben? Vielleicht noch ganz kurz zur Ereigniskurve. Ich bin ja noch bei Beyond Storytelling dabei, eine Gruppe, der du auch mal angehört hast. Und da mussten wir quasi ein bisschen nach diversen Abgängen uns neu orientieren. Und das haben wir genau damit gemacht. Also wir saßen da am Tisch, alle waren ein bisschen ratlos, was machen wir jetzt, in welche Richtung geht es? Und dann hat jeder mal seine Beyond Storytelling Geschichte erzählt. Und das von 5 Leuten, die gleiche Geschichte, aber anders zu hören, weil ich habe ja meine eigene Version der Geschichte und dann plötzlich siehst du, oh, das war für den aber nicht so toll und das, was ich nicht so toll fand, das fand die andere Person großartig. Und das von 5 Leuten zu hören, also die Übung hat 30 Minuten gedauert, das hat so viele Fragen geklärt und uns auch als Team wieder ganz nah zueinander gebracht. Und die Quintessenz war dann halt auch, Beyond Storytelling ist auch, bedeutet auch, viele Stimmen haben zu dürfen. Und die dürfen alle da sein. Wir müssen nicht alle denselben Höhepunkt haben. Und das ist auch was Schönes und Wertvolles, dass Beyond Storytelling ganz unterschiedliche Stimmen beinhaltet, die sich teilweise manchmal auch widersprechen. Also wir haben Wissen gewonnen und wir haben einen Prozess gemacht, der uns im Team relativ schnell ganz nah zueinander geführt hat. Das wollte ich noch ganz kurz erwähnen. Au. Super, super schöne Erfahrung, die du da teilst und liebe Grüße an alle im Beyond Storytelling, genau. Ja, 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 ich ja. war da lange dabei, aber ja, und genau was du beschreibst, dies hier und das Wissen und die vielen Perspektiven und dieses Wir-Gefühl, und dass jeder es anders erzählt. Das passiert in jedem Team, wenn du die Ereigniskurve machst. Und das ist natürlich für sich schon, wir reden ja im Kontext Aktanz und Organisationsentwicklung, eine unglaublich starke Intervention, die ihr auch erlebt habt als Team und die wir in jedem anderen Team in Organisationen mit recht einfachen Dingen erreichen können, wie zum Beispiel der Ereigniskurve. Ja, total. Ohne dass das ist ein Phänomen, das ich heutzutage beobachte, dieses Psychopathologisieren, also dass da viel plötzlich Psychologie in Teamarbeit und fast schon analytisch und braucht es manchmal gar Du musst nicht. nur Nein, Erfahrungen einladen. Hm? ja, also hört auf zu psychologisieren, aber macht vielleicht mehr solche Sachen. Gut, lass uns zu Ring 2 gehen. Das war Ring 1, Story Listening, Story Circle, Ereigniskurve, Selbstcoaching ist da, glaube ich, noch dabei. Das würde ich schnell überspringen. Lass uns zu Ring 2 gehen. Attribut Leichtigkeit. Da ist ein Streichkonzert als Methode drin. Umsprünge, das hört sich großartig an. Erwünschte Zukunft. Hm. Welche Methode oder welches Experiment möchtest du mir vorstellen? Welches Experiment möchte ich dir vorstellen? Ich glaube, mich zieht's gerade am meisten zu den Raumsprüngen. Ähm, Das ist ein Experiment, wo wir auch den Körper mitnehmen. Keine Sorge, es ist nicht esoterisch, es ist total einfach. Ich habe zum Beispiel folgendes Setting, ein Team, ähm, überlegt, was für Störnarrative es hat und was für Narrative. Ne? Das sind ja die Sachen im ersten Ring, wo man eben mit verschiedensten Experimenten so ein bisschen an die Hand genommen wird. Was macht uns überhaupt aus? Was macht uns schwer? Was gibt uns Chancen? Was sind Ressourcen, die wir miteinander haben? So, und wenn ich das so ein bisschen weiß, dann kann ich mir überlegen, dass ich mir ein oder zwei der Sachen, die ich loswerden will, auf eine Karte schreibe.
jede Person für sich oder als Team kann man auch kollektiv drüber reden, was wollen wir denn anders machen in Zukunft. Aber geht natürlich auch als Einzelner, auch im Team als Einzelner. Ich schreibe es auf eine Karte, stelle mich auf die Karte und gehe dann ja vielleicht mal 5 Meter weg und drehe mich um und denke mir sozusagen, während ich da weggehe, dass ich pro Schritt ein Jahr zurücklege. So, also ich gehe praktisch in die Zukunft, weg von meinem Störnarrativ, von dem, was mich schwer macht, was mir Ballast gibt, was mich daran hindert, mich zu verändern als Team oder als Einzelner. Und dann drehe ich mich um und oder ich drehe mich auch erstmal nicht um, sondern spüre erstmal so hinein in den Körper. Wie fühlt sich das eigentlich an, 5 Jahre weiter weg zu sein von dem, was ich da hinter mir gelassen habe? Das Störnarrativ liegt schon Ewigkeiten hinter mir. Also ich spiele mit der Zeit. Ich experimentiere mit Hineinhorchen in Körpersensationen. Also habe ich irgendwie einen Schweißausbruch oder habe ich einen hohen Muskeltonus, wenn ich auf der Karte stehe? Und wie verändert sich das, wenn ich so tue, als würde ich durch die Jahre gehen? Sowas ist mit den Raumsprüngen im Möglichkeitenraum und dazu sich was einfallen zu lassen im Team oder als Einzelner. Und du merkst schon, das mit der Leichtigkeit und mit den Experimentieren, das, glaube ich, wird da sehr deutlich, weil es gibt auch da keine Anleitung, es genau so zu machen, sondern eine Einladung, zum Beispiel mit dem Zeitstrahl, also mit dem Empfinden von heute kommt vor morgen und morgen kommt vor übermorgen, zu spielen, indem man einfach die Schritte zu Jahren macht und sich dann wirklich da mal hineinsetzt in diese Vorstellung, hineinsetzen im Sinne von wirklich den Körper auch mitnehmen als Messinstrument. Was tut sich, wenn ich ganz bewusst einen Schritt pro Jahr mache, und wie verändert sich denn mein Messinstrument, wenn ich dieses Störnarrativ hinter mir gelassen habe, zum Ja, Beispiel. spannend. Super spannende Übung oder Experiment. Christine, darf ich dich fragen, was ist deine Erfahrung? Weil ich habe gemerkt, dass viele, na nicht, einige, viele, ich weiß es nicht, kann es nicht quantifizieren. Ich habe einfach die Erfahrung, dass einige Organisationen viel mehr Mühe mit solchen Dingen haben. Nicht nur die Hierarchie, sondern auch Mitarbeitende. Sich auf solche Experimente einzulassen und ich tue dann denen nichts Gutes, obwohl ich ihnen eigentlich was Gutes tun möchte, weil ich merke dann sofort, da ist Angst da. Vielleicht auch, weil in der Organisation tatsächlich lieber Facts and Figures, wir wollen nicht über Dinge reden, mach deinen Scheiß, sonst wird's unangenehm. Und dann sind die schon so. Oder aber die Geschäftsleitung ist schon so. Also ich habe gemerkt, das ist nicht für alle was. Manchmal genügt schon Absolut. das Wort Story und dann lehnen sich die Leute so zurück und was genau meinen sie damit? Was sind deine Erfahrungen und wie gehst du damit um, dass vielleicht nicht alle Menschen und Organisationen aus unterschiedlichsten Gründen eben nicht bereit sind, vielleicht eine solche Arbeit zu machen? Also ich habe auch eine ähnliche Erfahrung, dass du nicht alle diese Experimente in allen Organisationen platzieren solltest. Ist auch gar nicht unsere Absicht. Das Buch richtet sich ja genauso an Einzelpersonen im Selbstcoaching, also in der Selbstreflexion oder an Coaches in Coachingsituationen. Und gerade so das Messinstrument des Körpers mitzunehmen, habe ich die gleiche Erfahrung. Das ist in Unternehmen schon noch sehr, äh, also ist schwierig. Wobei es wird besser, wenn ich jetzt wieder an vor 25 Jahren denke. Also da tut sich schon was, aber vielleicht sind wir mit in Aktanz gehen oder auch alle wir, die narrativ arbeiten, ein bisschen der Zeit voraus, glaube ich. Weil was ich schon wahrnehme, ist eine starke Sehnsucht nach solchen Methoden, das, die Multiperspektivität einladen, die Ganzheitlichkeit einladen, weil wir eben nicht Homo economicus sind, der nur rational entscheidet. Und was ich auch, was mein Erfahrungswissen ist, dass immer funktioniert, also das ist wirklich ein Erfolgsgarant, die Erfahrungen in, ihnen eine Stimme zu verleihen durch diese Erzählformate, ne, oder Zuhörformate. Das funktioniert in jedem Unternehmen, weil jeder Mensch kann Erfahrungen teilen.
Und jeder Mensch hat gerne die Möglichkeit, einen Zuhörraum zu, also jedem wird gerne zugehört. Und da sich jeder ja, siehe Ereigniskurve, selber aussucht, was er erzählt, sind es auch sehr niederschwellige Formate, ne, alle. Also da ist nicht eben keine Befragungssituation, wo irgendeiner fragt und der Befragte sitzt automatisch einer anderen Machtposition, sondern es ist auf jeden Fall immer, ja, eine ausgeglichene Zuhör-Erzählsituation. Und das funktioniert immer. Aber viele der Experimente sind tatsächlich eher für Coachings oder für sehr innovative Startups, die narrativ intelligent werden wollen Genau. und sich halt einfach mit ihren eigenen Erzählungen auseinandersetzen wollen. Ja, ja. Ist ja auch mit anderen Methoden so. Ich meine, flache Hierarchien ist auch nicht was für jede Organisation. Das wäre jetzt falsch, allen irgendwie das Konzept Agilität, flache Organisationen oder eine Thiel-Organisation aufdrücken zu wollen. Stell dir mal Militär, Polizei oder Feuerwehr mit einer flachen Hierarchie vor. Also, das richtet sich auch nach Kontext und Funktion, die Organisation hat. Ja, das darf man nicht vergessen. Du hast gerade ein Stichwort genannt, nämlich die narrativ intelligente Organisation. Und ich bin in eurem Buch immer wieder über diesen Begriff gestolpert. Was genau verstehst du darunter oder ihr, die narrativ intelligente Organisation? Was ist das? Also vielleicht vorweg, Intelligenz ist ja immer das, was man misst. Nicht, das ist ja nicht außerhalb der Messinstrumente festlegbar. Und die narrative Intelligenz, die wäre auch etwas, was wir postulieren im Sinne von, dass wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass Unternehmen immer, und zwar also jede Organisation, jedes Team ist immer ein erzählendes und erzähltes System. Also sobald Menschen aufeinandertreffen, fließen Erfahrungen, werden Erlebnisse geteilt, tauschen Menschen Erzählungen aus. So, das heißt, es wimmelt von Erzählungen. Und narrative Intelligenz bedeutet, dass eine Organisation sich dessen bewusst ist und diese Kraft, die in diesen ganzen Erzählungen liegt, das ganze Wissen, die Werte, die Identität, der Sinn, wer sind, warum arbeiten wir überhaupt und was motiviert uns? Da ist so viel zu heben und narrativ intelligente Organisationen wissen um diesen Schatz und nutzen ihn für ihre Zukunftsstrategien oder für Teambildungsprozesse oder für Konfliktsituationen etc. Und die haben, ist auf jeden Fall das, was ich beobachte, deutlich weniger Reibungsverlust innerhalb der Organisation. Und die Führungsverantwortlichen haben auch eine Ahnung, was geht eigentlich so ab, wenn wir gerade nicht da sind oder Fragen stellen oder Dinge erwarten, die dann nicht so eintreffen. Also, ja, das noch die Benefits, das ist nicht nur alles soft und lass uns mal experimentieren, das zahlt sich dann irgendwann auch in Zahlen aus. Ja? Weniger Reibungsverlust, mehr Klarheit, auch dieses Multiperspektivische, das gefällt mir sehr gut. Manchmal, wenn ich gerade so wenn ich mit C-Level rede und sie davon zu überzeugen versuche, beispielsweise eine Netzwerkabfrage zu machen oder Story Listening, das heißt ja nichts anderes, als ich hole von den Leuten, die beispielsweise im Kundenkontakt sind, hole ich Perspektiven. Jeder Mitarbeitende ist ein Radar, eine Signalstation in die Außenwelt. Und um ein möglichst vollständiges Bild der Außenwelt zu haben, mache ich eine solche Abfrage. Und das macht mich klüger und auch besser in meinen Entscheidungen. Also es ist nicht nur so, oh, lass uns alle mal gerne haben und Geschichten teilen. Nein. Nee. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit von Organisationen, sich gut zu kennen und diese unsichtbaren ja, Narrative im Sinne von Ressourcen, aber oder Sensor nach außen, also Wissen, aber auch Störnarrative, was hindert uns zu kennen, weil nur dann kann ich gut managen und weiterreisen. Ja. Und im besten Falle nicht nur alle 3 Jahre, wenn es mal brennt, sondern als Prozess, der fest installiert ist, vielleicht in anderen Prozessen, dass ich beispielsweise
alle 6 Monate habe ich ein Update. Was geht gerade ab? Was sind die Narrative? Also das fände ich mal begrüßenswert, gerade für agile Organisationen, die schnell Bescheid wissen müssen, was geht ab, innen, außen, wie können wir steuern, wie können wir noch informiertere Entscheidungen treffen. Ja. Selber und zu den anderen in Resonanz Ja, treten, zum Markt und zu sich selber. Ne? Das ist eigentlich der Effekt vom narrativen Arbeiten, ja. ja, ja. Mhm. Resonanz auch ein ganz wichtiger Begriff. Christine, wir müssen irgendwo mal ein Ende machen, aber ich hätte gesagt, es ist ja nur ein vorläufiges Ende, weil wir haben jetzt ganz kurz 2 Ringe angeguckt, 2 Ringe der Aktan, das sind insgesamt 9. Und wir wollen auch nicht spoilern. Die Leute sollen das Buch ja auch jeder für sich alleine entdecken dürfen, Neues entdecken dürfen. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Das ist so ein bisschen wie wenn du in den Obi gehst, hä? Und dann kaufst du den größten Werkzeugkasten. Nicht, weil du das alles vielleicht gerade heute brauchst, aber es gibt ein gutes Gefühl, dass du so einen Werkzeugkofferkasten hast. In diesem Falle reden wir von Experimenten, aber du weißt schon, was ich meine. Und den hast du mal bei dir, irgendwo im Regal oder du hast gerade ein Projekt, wo du wirklich gerade was draus ziehen kannst und sonst einfach kaufen. Eigentlich will ich nur das sagen. Alle, die mit Organisationen arbeiten, und vielleicht auch neue Wege gehen möchten, kann ich das Buch nur wärmstens empfehlen. Ganz am Schluss noch, Christine, was möchtest du uns vielleicht noch mitgeben? An was sollen wir denken oder nicht denken? Schön. Also erstmal herzlichen Dank, Patrick, für das tolle Gespräch, für deine Empfehlung der Fortbildung und des Buches und die ganze, ja, den schönen Raum. Dafür herzlichen Dank. Und ich lade alle ein, sich selbst ein bisschen zu beobachten, wie oft wir auf die Problemseite des Lebens, des Teams, des Projektes, was auch immer, der Aufgabe, die vor uns liegt, gucken und wie selten wir uns wirklich konzentrieren auf die Sachen, die gut laufen. Also die Störnarrative, die sind ganz laut in uns, aber die hilfreichen Glaubenssätze, die nehmen wir als selbstverständlich. Und das macht total Freude, das mal einfach zu trainieren, da ein bisschen seine eigene Blickachse ein bisschen zu verschieben, ein Experiment zu machen für ein paar Wochen, da ein bisschen was anderes zu entdecken. Das ist eine schöne Sache, die gute Laune macht und zum Frühling passt. Ja, krass, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil das ist wirklich gerade zurzeit mein Thema persönlich auch. Ich habe ja auch eigene Narrative, auch eigene Störnarrative. Und mir ist wirklich aufgefallen, wie laut die Störnarrative sind. Und ich musste mich, und ich bin immer noch in diesem Prozess, mich zu zwingen. Am Anfang ist es ein bisschen zwingen, also sich zu ertappen, jetzt bist du schon wieder im Kopfkino eines Merken, Störnarrativ. ja. Erstmal merken und dann merkst du, Mann, das geht mir aber nicht so gut, wenn ich diese Geschichte immer und immer wieder Hm. hin und her drehe, und mich dann zu fokussieren auf die guten Dinge, die auch gerade passieren und dann plötzlich zu merken, ja, aber das sind ja viel, viel, viel mehr Dinge laufen gut als dieses kleine laute Störnarrativ, an dem ich mich fast festklammere. Wie bescheuert ist denn das? Ja, aber Also, krass, oder? Das ja, kennen wir, glaube ich, alle, ja. Und du kannst es aber reframen, weil wenn es schon so laut ist, dann kannst du es ja aufweichen, verflüssigen, verändern mit den Experimenten oder mit was auch immer dir einfällt, einfach packen und sagen, so, jetzt raus aus meiner Aufmerksamkeit. Es gibt ja so viele andere, die wir gar nicht mitkriegen. Also ja, das ist ja. echt eine spannende Entdeckungsreise. Was glauben wir alles so über uns selber und übers Leben und über die Zusammenarbeit und was davon ist eigentlich längst nicht mehr hilfreich und können wir eigentlich Mhm. mal loslassen. Ja, Und das war eigentlich der Ruf für unser Buch sozusagen. Ja, super. Allerletzte Frage. Was könntest du mir jetzt als Tool empfehlen für so für die lauten, bösen kleinen, für das Reframing? für das Reframing. Oder um das Kleine, wo du oft drüber nachdenkst, loszuwerden. Was willst du? Reframen oder loswerden? Wo zieht's dich jetzt gerade mehr hin? Loswerden, ich habe keinen Bock mehr. Loswerden. Ja, Gut. Dann würde ich mal das Tischlein deck dich machen. Tischlein Ein deckt Experiment, die. ja, was natürlich gar nicht absichtlich an das Märchen erinnern soll. Was haben wir alles an Hilfreichen in uns? Hilfreiches sichtbar machen,
eine Denkübung Aber sozusagen, was hm? ich gehe es jetzt lesen und für alle, die auch wissen wollen, was das für eine Technik ist, ich poste noch den Link und kauft euch das Buch und ja, Ja, experimentiert. Liebe Christine, vielen, vielen Dank für deine Zeit und überhaupt für eure Arbeit, die auch mein Leben enorm bereichert hat. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder irgendwo, vielleicht beim Beyond Storytelling Camp oder wir gehen ja wandern dieses Jahr, um ein bisschen den Kopf zu lüften. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Gute Zeit. dir auch, Patrick. Herzlichen Dank und auf ganz bald. Das hoffe ich auch.